An und für sich der spektakulärste Gegner beim Golf ist man selbst und seine Fähigkeiten. Böse Zungen behaupten, dass der Schotte hat immer sein Fläschchen dabei, seinen Scotch. Nach 18 Shot ist die Flasche zu Ende und in dem Falle dann halt eben muss er das ganze Turnier beenden. Golf zu den schnellsten Schlagsportarten, die wir hier auf der Welt haben. Eigentlich Golfnation sind wir schon. Jeder trifft einen Ball in ein paar Minuten, dass der Ball fliegt, dass man dieses Gefühl bekommt, wow, super, der Ball geht weg. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Olga Eisner. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Folge geht es um ganz besondere Welt, nämlich die Welt des Golfsports. Golf. Da gibt es ja wirklich viele Klischees. Die einige meinen, Golf ist viel zu langweilig, das ist sowas nur für die Rentner. Die anderen sagen wiederum, Golf ist ein Elitesport, nur für die Reichen. Und die dritte meinen, Golf sei kein richtiger Sport. Aber stimmt es wirklich? Heute schauen wir hinter die Kulissen des Golfsports und zwar zusammen mit einem echten Profi, Holger Eisner, Golflehrer mit über 30 Jahren Erfahrung in der Industrie. Im Laufe seiner Karriere hat Holger tausende Schülerinnen und Schüler ausgebildet, Mannschaften trainiert, Golfreisen organisiert und an Turnieren teilgenommen. Also, seid ihr bereit, den echten Spirit of Golf kennenzulernen? Dann legen wir los. Die Grundidee beim Golf ist ganz simpel. Der Ball muss mit so wenigen Schlägern wie möglich ins Loch. In einem normalen Spiel gibt es 18 Löcher, die man nacheinander spielt. Gestartet wird an einem speziellen Abschlagsstelle, Tee. Da macht man einen ersten Schlag, möglichst weit, um gut ins Spiel zu kommen. Dann landet der Ball idealerweise auf dem Fairway. Das ist die Hauptspielzone, von der aus man sich Stück für Stück dem Loch nähert. Aber Achtung, auf dem Weg warten einige Hindernisse, wie Sandbunker, Wasser oder hohes Gras. Am Ende kommt man auf dem Grün, das ist der kurz gemähte Platz rund ums Loch. Hier geht es ums Einlochen, also darum, den Ball mit möglichst wenigen Putts ins Loch zu kriegen. Wird entschieden, wer am wenigsten gebraucht hat, der gewinnt. Erzähl mal, wie hat eigentlich alles bei dir mit Golf angefangen? Ich bin zum Golfspielen gekommen tatsächlich als Kind. Mein Opa hat gespielt, meine Eltern haben gespielt und ich bin mehr oder weniger auf dem Golfplatz groß geworden. Und was hat dich an diesem Sport, an Golfspiel so fasziniert, dass du ihm mehr als 30 Jahre deines Lebens gewidmet hast? Zwangsweise, weil ich noch so klein war, musste ich ja sowieso immer auf den Golfplatz, weil meine Eltern gespielt haben. Fasziniert hat mich an dem Sport eigentlich eins, diese Weite, dieses, ich sage jetzt einfach mal, diese großen Felder, wo du entlang spielst, diese Arkadien durchspielst mit Bäumen und doch ein allzu kleines Loch, ja, und eine viel zu große Distanz. Wie kam es dann dazu, dass du dich fürs Unterrichten entschieden hast, statt komplett in Profisport zu gehen? Das war 1993, 94. Ich wollte durch den Einstieg des Golflehrers wollte ich auch in den Profisport einsteigen, aber ich habe ganz schnell festgestellt, dass die Einnahmen aus meinen Turniersiegen nicht ausgereicht haben, um überhaupt meine Miete zu bezahlen. Und somit hatte ich das dann mit der Zeit Ende 98 an acta gelegt. Ich habe noch ein paar Pro-Ams mitgespielt und habe noch mal versucht, auch Turniere mitzuspielen, aber es hat dann nicht so mehr so wirklich richtig geklappt. Also die Blüte meiner Golfphase hatte ich verwirkt gehabt. Man sagt, jeder Sportart hat seine eigene Philosophie. Im Fußball geht es zum Beispiel mehr oder weniger um ein Zusammenspiel im Team. Beim Kampfsportarten wie Judo oder Karate geht es mehr darum, mit so wenig Kraft wie möglich das Beste rauszuholen.
Deiner Meinung nach, wie ist die Philosophie des Golfes? Ist Golf an und für sich ein Einzelsport, obwohl man hört es immer mehr, DGL, Deutsche Golfliga und AK 30, AK 50, AK 65 steht für die Altersklassen. Und das sind natürlich Mannschaften, die spielen und die haben ihren Teamgeist und verfolgen die gegen die anderen Clubs und spielen. Es ist natürlich auch ein Mannschaftssport, aber wenn man so im Fernsehen schon mal Golf gesehen hat, es ist doch eher generell ein Einzelsport. Es gibt zwar verschiedene Spielarten, der Vierer, der klassische, oder der Vierball, wo man zusammen spielt als Team gegen andere Teams, aber es hängt immer an dem Einzelnen eher. Es hält einen Einzelnen. Das ist doch interessant. Also du hast da keinen Gegner, kein richtiger Gegner. An und für sich der spektakulärste Gegner beim Golf ist man selbst und seine Fähigkeiten. Und natürlich ist der Golfplatz natürlich auch ein sehr starker Gegner. Je nachdem, wie der Golfplatz gebaut ist, könnte das auch in anderen Umständen Schwierigkeiten oder Leichtigkeiten hervorrufen. Ja, und wie wirkt so eine Philosophie auf eine Persönlichkeit eines Menschen? Was lernt man fürs Leben, über sich selbst, über anderen, wenn man Golf spielt? Also ich sage jetzt einfach mal so, wenn man so eine Runde gespielt hat, lernt man viel über sich, über seinen Körper, über seine subjektiven Bewegungen oder über Zufälle, die entstehen. Und ja, es ist ein Leben auf dem Platz. Du hast es am Anfang gesagt, Golf wäre kein Sport. Es ist in jedem Falle Körperkoordination pur. Es werden knappe 100, 180 Muskeln bewegt in dieser Bewegung. Und in jedem Falle, ich sehe es oft an den Leuten, die bei mir Schnupperkurse machen, wenn die dann mal eine Dreiviertelstunde auf der Driving Range stehen und müssen Bälle schlagen, dann heißt es dann doch oft schon, ach, das mit dem Handschuh, was ich am Anfang erzählt habe, wäre ganz hilfreich, ja. Und ja, das ist ja richtig anstrengend, diese Bewegung. Ja, aber das kommt erst, wenn man das Ganze mal in die Hand genommen hat und hat mal dort gestanden und hat mal versucht, Bälle zu schlagen. Aber es ist ja nicht nur die Ausdauer auf der Driving Range, das im Prinzip gar nicht ins Spiel kommt, sondern die Ausdauer beim Laufen über den Platz. Dieses im aeroben Bereich über, ich sage jetzt mal 4,5 Stunden über 18 Löcher über den Platz zu laufen. Und ja, das ist natürlich auch sehr sportlich. Wenn ich oft meine Anfänger erzähle, dass ihr innerhalb von 10 Minuten ein Par-3-Loch zu spielen habt und müsst natürlich auch in der Zeit noch am nächsten Abschlag stehen von der nächsten Bahn, dann sind die Leute schon relativ schockiert. Das wird sportlich. Ja, und das dann im Viererflight. Also insofern dann halt, es müssen 4 Leute koordiniert in ein 10,8 Zentimeter großes Loch reinspielen und das auf Distanzen maximal bei den Herren auf 200, 220 Meter, bei den Damen 160, 180 Meter. Also das heißt schon, das sollte relativ schnell ablaufen. Ja, das ist interessant. Das, denke ich, weiß nicht jeder, der noch nie Golf gespielt hat. Das weiß nicht jeder, aber wenn er einmal im Bachgrund gespielt hat, Golf absolut, dann weiß man, die Startzeitenregelungen sind 10 Minuten auseinander. Und insofern dann halt eben, das wird einem ganz schnell klar, dass hinten dran der ganze Golfclub wartet, bis man dann den Ball eingelocht hat. Aber ich sage jetzt einfach mal so, im Amateursport haben wir da andere Regeln. Wir arbeiten da mit einem Herrn Stableford, wo man wie beim Minigolf auch den Ball, wenn man seine Schlagzahl nicht erreicht hat, aufheben darf. Es ist alles limitiert beim Zählspiel. Nur die Profis im Fernsehen haben halt eben diese Bürde, dass sie vom Abschlag bis ins Loch spielen müssen. Ja, so gibt es so einen Eindruck.
Du schlägst von Abschlag und du bist schon auf dem Grün und im besten Fall gleich eingelocht. Ja, also wie oft habe ich meine Kollegen gesehen, die gespielt haben und die wollten unbedingt einen Ball übers Wasser schlagen und hatten sich im Wasser verloren gehabt mit dem ersten Schlag. Und dann wird der zweite gemacht und der geht dann nochmal und dann beißen die sich richtig fest, ja. Diese eine Challenge haben, dass sie den Ball auf dieses Grün bekommen. Und wechseln teilweise gar nicht den Schläger, weil sie total aufgeregt sind. Und die vergessen auf einmal, dass sie eigentlich ein Golfspiel machen, auf 18 Löcher gewertet. Also es ist manchmal ganz interessant, was da draußen passiert auf dem Golfplatz. Und ja, es ist halt eben Golf. Am Anfang, wie man das greift. Okay. Linke Hand liegt oben drauf. Rechte Hand ist unten drunter. Ja. Und jetzt kannst du zum Beispiel hingehen und kannst den Zeigefinger ein bisschen abspreizen. Rutscht mit dem Ringfinger, mit dem kleinen Finger ist das, der Pinky rutscht an den Mittelfinger und dann hast du einen Overlap-Griff. Ja? Brauchst nicht so abzuspreizen, legst da irgendwo in die Rille zwischen Mittelfinger und Ringfinger. Okay? Das ist ein Reverse Overlap. Und ganz persönlich, was bedeutet für dich Spirit of Golf? Das habe ich von dir ja schon mal gehört. Gab es so einen Moment, eine Erfahrung, die dir das besonders greifbar gemacht hat? Jeder hat seinen eigenen Spirit. Das muss man einfach spüren, ja. Ich weiß noch, wie du mich gefragt hast auf dem Golfplatz und ich kam irgendwie nicht in die Puschen und wusste nicht, was ich sagen sollte. Und auf einmal bin ich hingegangen und habe einen Ball hingelegt und habe ihn einfach an die Fahne geschlagen und dann habe ich gesagt, spürst du den Spirit? Ja? Eingelocht. Ja, das haben wir alle gesehen. Alle haben das gesehen. Ja, das ist einfach faszinierend, ja, dieser Sport. Ja. Man kann halt eben so ein bisschen zaubern. Ich erinnere mich an 2003, wie ich den Ball dirigieren konnte. Ich konnte den aus weiter Entfernung, konnte ich nach links dirigieren, nach rechts zum Ziel. Birdie, Eagle, Albatros, die Vogelnamen, ja, unter Paar. Das war eine Leichtigkeit für mich. In dem Jahr habe ich mehr Eagles gespielt als Pars. Und zum Anlass 2004 habe ich meinen kompletten Schwung umgestellt. Ich habe linksrum geschwungen. Ein Jahr lang habe ich linksrum trainiert. Wunderbar. Weil ich alles konnte. Also was soll ich noch weiter Golf spielen? Rechtsrum? Und wir machen das jetzt mal linksrum. War auch eine faszinierende Idee, ja. Hat aber nicht so gut geklappt wie rechtsrum. Meine Händigkeit ist halt eben rechts, aber wenn man doch so lange in diesem Sport ist, probiert man einige Sachen aus auch. Und da kommen immer wieder neue Geister um die Ecke und faszinieren einen. Und bei der Bewegung kommt alles oben aus den Schultern heraus. Pendelbewegung oben aus den Schultern heraus. Ja? Nicht aus dem Handgelenk heraus, sondern oben aus den Schultern. Es ist wie so eine Wiegebewegung. Warum ist eigentlich 18 Löcher? Wer hat das ausgedacht? Warum nicht 10, nicht 20? Also ursprünglich war es so, dass der Golfsport kommt ja aus Schottland bekanntlich, obwohl eigentlich nur der Name dort kreiert worden ist. Es ist, der Ursprung ist schon viel älter. Die alten Holländer haben das Ganze gespielt auf Eis und nannten es Golfen. Hat aber vielleicht eher ein bisschen mehr mit Eishockey zu tun. Es waren aber die gleichen Schläger, die im 15. Jahrhundert auch von den Schotten benutzt worden sind. Und ich weiß noch, wir hatten einen Eintrag, ich habe jahrelang in Dreieich gewohnt, die alten Schäfer hatten ein Turnier gehabt und die haben Steine
mit ihrem Schäferstock so weit wie möglich in den Wald geschlagen. Und der Gewinner war der am tiefsten in den Wald reingeschlagen hat. Das war um 1000 rum. Jetzt wissen wir nicht ganz genau, ob die Schäfer auch bei Jesus vor der Hütte das Ganze gespielt haben, aber die wussten nicht, dass das Spiel Golf heißt. Wahrscheinlicherweise hieß das Spiel Schlag den Stein so weit wie du kannst. Ja, die Schotten haben halt mehr oder weniger nur diesen Namen kreiert, Golf. Und in Schottland wurden auch die Regeln geschrieben. In St. Andrews, das ist so ein kleines Fischerdörfchen in Schottland. Und mehr oder weniger ist dieser Platz, dieser ehrwürdige St. Andrews Platz, wo 9 Löcher rausgehen ans Meer und 9 Löcher wieder zurück, der Ursprung für die Löcheranzahl, obwohl böse Zungen behaupten, dass der Schotte hat immer sein Fläschchen dabei, seinen Scotch und nach 18 Shot ist die Flasche zu Ende und in dem Falle dann halt eben muss er das ganze Turnier beenden. Und obwohl das ich immer eine lustige Geschichte fand, die Lochanzahl war nicht immer wieder die 18 Löcher. Bei uns hier zum Beispiel in Bad Homburg, der älteste Golfclub Deutschlands, hatte nur 6 Löcher gehabt. Es gab in der Geschichte auch viele Plätze, die mal 21 Löcher hatten. Ich weiß noch, unser Platz im Nahetal, der hat auch angefangen mit, das war noch vor meiner Zeit, mit, ich glaube, 3 Löchern, dann haben sie nochmal 3 dazu, dann hatten sie 6, ja, dann wurden dann dementsprechend nochmal 4 dazu gebaut, dann waren es 9 und es wurde immer ein paar Löcher dazu gebaut und irgendwann waren es 18 Löcher, vorbildtechnisch, nicht St. Andrews. Ja. Jeder hat seine Flaschengröße und dann wurde es unifiziert. Ja. Front 9, Back 9. Ersten 9 Loch, zweiten 9 Loch. Was machst du oder was mache ich, wenn ich die Fahne gar nicht sehe? Wie soll ich wissen, wohin ich schlagen soll? Nach den Regeln habe ich ein Recht, jemanden zu schicken, mein Caddy. Ja, im Volksmund ist das ja auch so ein bisschen verpönt mit dem Namen Caddy, obwohl der Caddy an und für sich auch ein professioneller ist teilweise. Teilweise bei kleineren Turnieren stellt der Club die Caddies. Und zum Beispiel in Augusta war es vor Jahren, haben sie es eingeführt, dass nicht die Leute aus dem Club Caddy machen, sondern da durften dann auch die Profis ihre eigenen Caddies mitbringen. Und der Caddy ist an und für sich aus dem Kadett entstanden auf dem Schiff und der sollte an die reichen Leute in ihren Parks, die sie Golf gespielt haben, nur unterstützen und die Tasche tragen. Und aus dem Caddy-Beruf wurde auch übrigens der Beruf des Golflehrers. Aha. Also der Start war der Caddy an und für sich, der den Golfer begleitet. Und das mache ich ja eigentlich auch die ganze Zeit. Ich begleite ja nur die Golfer. Wow, das ist schön. Sehr hilfreich. Ich habe aber die Frage nicht wirklich beantwortet. Kann ich das von den Regeln? Ich schicke meinen Caddy vor und kann mir das Ziel auch anzeigen lassen. Wenn es nicht geht, nimmt man auch mal einen Schläger und hält ihn dann hoch. Meistens haben die Golfplätze irgendwelche Zuckerhüte auch schon aufgestellt, so Zuckerstangen, ja, in Rot und Weiß. Und dann weiß man, wo die Direktion ist, wo man den Ball hinzuschlagen hat. Und der Platz an sich ist alles andere als flach. Wer hat das auch ausgedacht? Ist das, um das Spiel interessanter zu machen oder gehört das einfach zum Reiz des Sports? Naja, das kommt immer auf die Beschaffenheit des Feldes drauf an. Es gibt manche Plätze, hier sind wir zum Beispiel im Ried, ja, hier gibt es keinen Berg, hier ist alles eben und dementsprechend hat man auch ein relativ gerades Gelände vor sich. Obwohl bei uns im Golfpark Bachgrund, wir haben da schon ein paar aufgeschüttete Dünen dann dementsprechend, wo man auch nicht mehr die Fahne sieht bei den Hundebeinen, bei den Doglegs. Und es gibt natürlich auch Plätze, ich erinnere mich an Aschaffenburg, die zweiten 9 Loch. Da braucht man auch mal ganz schnell ein Sauerstoffzelt, ja.
Und die letzten Löcher sind relativ sportlich, die gehen bergauf, bergab, Quergefälle rechts, Quergefälle links und da kommt man sich dann teilweise vor wie auf einer Achterbahn. Aber die Plätze müssen alle bespielt werden und insofern dann halt, es ist ein Spiel im Gelände. Mit Bunkers, Wasser, Das kommt noch Gras. erschwerend dazu. Es gibt Plätze mit sehr viel Wasser, es gibt sehr viele Plätze mit Bäumen, mit Bunkern, geschickt angelegt, dass sie dann in der Treifzone sind eines Spielers. Klar, natürlich, das Hard Rough lauert natürlich auch, ja, und will jeden Ball kassieren, weil der 4 Zentimeter oder knapp 4 Zentimeter große Ball ist ja auch natürlich sehr schwer zu finden im 10 Zentimeter hohen Gras. Und ja, das sind natürlich alles so Sachen, auch im Herbst, wenn Laub fällt oder so, Ja. ist es auch eher eine Suchaktion, weil wenn so ein Blatt drauf fällt, den Ball findet man ja nicht mehr. Der Kurzplatz hat hier 9 Löcher und natürlich, um eine richtige Golfrunde zu spielen, spielt man zweimal 9 Löcher und dann hast du deine 18 Löcher gespielt. Okay. Die Bahnen sind verkürzt, also das heißt alles unter 100 Meter. Kurze Distanzen, aber man übt gleich schon Ausrichtung, Aufziehen, das Putten, die Annäherung. Alles kompakt, klein, schnell zu spielen Und zählen. und zählen. Und zählen. Lass uns über die gängigsten Klischees im Golf ein bisschen reden. Ich kenne die selbst, einige davon. Die erste ist zum Beispiel, Golf benötigt keine richtige Fitness. So nach dem Motto, dass es bloß ein Spazierengehen mit Schläger. Aber aus deinen Geschichten, worauf ich das kenne, Golf ist eine der technisch anspruchsvollsten Sportarten überhaupt, oder? Ja, da erinnere ich mich immer wieder an unseren Vater Jan, sage ich jetzt einfach mal so, im Golfsport, Bernhard Lange, der richtig versucht hat, Golf eher als Sport darzustellen und auch sich darzustellen, dass er Fitnesstraining nebenbei macht. Also nicht nur dieses eintönige Golf spielen, sondern auch wirklich nebenbei noch laufen geht, Fitnesstraining macht, seinen Körper halt eben wirklich super fit zu halten. Und das hat dann wirklich einen Einfluss genommen auf die Golfwelt, weil am Anfang waren die vielleicht etwas korpulenter, die Spieler, und es wurde immer sportlicher im Golfsport. Also das war einer unserer Vorreiter des Fitnesstrainings auch im Golf. Ja, natürlich, wenn du da ein 18-Loch spielst, dann musst du schon richtig fit sein. In jedem Fall Ausdauer, ja. Kraft natürlich auch, ja. In jedem Falle viel Schnellkraft haben und nur mit Golfbällen alleine und einem Golfschläger schwingen, die Schnellkraft kommt da nicht. Die muss man dann gezielt auch üben. Die Ausdauer muss man trainieren. Also in dem Falle dann, das geht gar nicht mehr heutzutage ohne Fitnessstudio noch nebenbei. Ich sage da immer wieder, bei uns im Golfpark, wir haben natürlich einen eigenen Gym noch dabei. Also wenn dann noch wirklich dann die Kraft da sein sollte, 18 Löcher zu spielen und dann nachher später noch schnell Kraftausdauer zu trainieren im Fitnessstudio. Sehr gute Sache. Das zweite Klischee ist wiederum, Golf ist so langweilig, so nach dem Motto, alles gleich, alles ist so langsam. Was würdest du als erfahrener Golflehrer sagen? Gibt es in deinem Leben ein paar Geschichten oder Erfahrungen, wie man am Anfang genauso gesagt hat, aber danach plötzlich total Feuer und Flamme war? Angesprochen hatte ich es vielleicht schon bei der Spielgeschwindigkeit, wie schnell man halt eben über den Platz kommen sollte. Ja. Da ist die erste Hürde beim Golf natürlich schon. Und dass das Ganze relativ flott abgeht. Ich benutze immer gerne das Wort Laufen, ja, auf dem Platz.
Und also es ist kein Rennen in dem Sinne. Also es ist ein Laufen, ein zügiges Gehen. Und natürlich gehört auch Golf zu den schnellsten Schlagsportarten, die wir hier auf der Welt haben. Also es ist unter den Top 3. Wow, das ist neu. Ja. Das ist vielleicht für viele noch nicht Spieler Ich ganz neu. erinnere mich da immer wieder an meine Kindheit. Der eine oder der andere kennt es auch gar nicht mehr. Wetten, das gab es mal im Fernsehen. Und in der Zeit, wo Wetten, das gelaufen ist, hieß es dann halt eben, ja, wen machen wir jetzt denn zum Sportler des Jahres, der deutsche Sportler? Und Bernhard Langer hat das grüne Jackett gewonnen und Boris Becker hat auch irgendein großes Turnier gewonnen, ob das die US Open war oder wie auch immer im Tennis. Und da war dann bei Wetten, dass die beiden dabei. Und wer hat die höchste Schlägerkopfgeschwindigkeit? Ich kann mich sogar noch erinnern, dass Bernhard Langer mit einem Holzschläger aufgetaucht ist. Also ganz normal noch das Ursprungsgerät, das Holz. Und ja, im Tennissport gab es noch schon diese Aluminiumschläger, die ja jetzt auch aus Carbon sind und alles drum und dran. Und dann haben sich ein großes Duell gegeben und natürlich, wer hat gewonnen? Und der mit dem längeren Schläger, Bernhard Langer. Echt? Ja. Ach, das ist gut. Nee, das ist echt interessant. Was sagst du zu Klassiker? Golf sei nur für die reichen Leute. Wir sehen ja oft in Filmen, wie CEOs ihre Deals auf dem Platz besprechen. Das macht das alles luxuriöser. Wie viel ist da wirklich dran? Ich sag jetzt einfach mal so, Golf ist nicht unbedingt günstig, ja, weil so einen Golfplatz herzurichten bedarf schon einer gewissen Arbeit. Das sind dann teilweise 3, 4 Greenkeeper jeden Tag unterwegs, mähen das Grün und. Wir haben jetzt momentan vielleicht auch ein bisschen die Gelegenheit, weil es gibt ja diese Mähroboter. Also insofern kann es vielleicht mal irgendwann günstiger werden, aber das Grün an und für sich, diese 18 Grüns, die bedarf natürlich sehr, sehr viel Pflege, viel Wasser, Dünger. Die müssen erifiziert werden, vertikutiert werden, besandet werden. Jeden Tag wird gemäht, die Richtung wird gewechselt. Das kostet natürlich bei einem so, ich sage jetzt mal im Schnitt so 200 bis 250 Quadratmeter großen Grün schon so seine 15.000 bis 20.000 Euro pro Jahr. Mit natürlich den ganzen Arbeitskosten noch. Ob das jetzt ein Roboter machen kann, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Also die ganz normalen Fairways können so Mähroboter mähen. Aber ist effektiv, aber ich glaube, das ist noch nicht so einsparend. Also ich denke mal, in der Zukunft kommen noch ganz viele Sachen auf uns zu. Vielleicht wird das Ganze ja irgendwann etwas günstiger, aber so ein Einstieg ins Golfspielen auch allein durch Schläger. Die Schläger, ich habe es gesehen, die werden immer teurer. Ja, die Kampagne im Prinzip vom Ping irgendwann 2000 und ich glaube 3 oder so war es, einen Putter auf den Markt zu bringen für 99 Euro. Die sind leider gescheitert, weil die Putter werden immer teurer, der Driver wird immer teurer. Wir reden schon dabei von 700 Euro pro einem Schläger. Und auch die Anfängersätze sind auch exorbitant hoch geworden. Anfängersatz mit 14 Schläger kostet 500 Euro. Das Material ist nach meiner Meinung immer ein bisschen minderwertig. Ja. Ich sage jetzt mal einfach zum Einstieg für einen Monat, 2, 3, je nachdem wie viel man spielt. Wenn man nicht viel spielt, dann hält er natürlich auch etwas länger. Man merkt doch schon, wenn ein bisschen mehr gespielt wird, die Legierungen, die Verchromungen platzen ab, die Schäfte werden weicher. Und klar, natürlich auch ein teurer Schläger. Graphit ist nicht unendlich haltbar, aber es ist doch mehr Qualitätskontrolle dabei als bei so einem Anfängerset. Ja, aber trotzdem, sehr viele Leute spielen Golf. Ich habe es auch selbst ausprobiert. Die Preise sind ja auch nicht so hoch. Also ich würde sagen, jeder kann jetzt mal anfangen, oder?
Ich sage jetzt einfach mal so, ja, wir haben hier in Deutschland, glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher, müsste ich auch jetzt nachgoogeln, ich glaube den zweitgrößten Sportverband, den Deutschen Golfverband. Nach dem Fußballverband ist es der zweitgrößte. Wir haben natürlich unendlich viele Clubs bei uns hier in Deutschland. Und ja, die Mitgliederzahlen sind ein bisschen vielleicht in den Keller gerutscht wieder, aber Golf ist momentan sehr, sehr günstig. Das sind die Abschlagsmarkierungen, ja, und das ist die vordere Kante. Das ist im Prinzip wie die Startlinie beim Laufen. Und du hast die Möglichkeit, 2 Schlägerlängen, nicht näher zur Fahne, innerhalb dieser rechteckigen Fläche den Ball überall hier aufzuziehen. Einen runden Gegenstand markiert. Man legt die Münze hinter den Ball, Fahne, Ball hinten dran und nimmt den Ball auf. Auf dem Grün darf man ihn auch säubern. Sonst darfst du den Ball nicht anfassen im Gelände, außer zum Identifizieren des Balles. Vor kurzem ging ja US Masters über die Bühne, eine der wichtigsten Major-Turniere überhaupt. Danach haben wir US Open letzte Woche gesehen, auch eine der spannendsten Turniere. Sag mal, gibt es da irgendwelche Regeln, Traditionen, die einen Außenstehenden so richtig überraschen würden? Ja, das erste Turnier, was du genannt hast, an Ostern oder um Ostern herum, die US Masters, natürlich ein ganz traditionelles Turnier mit dem grünen Jackett, das man bekommt. Und dort wird natürlich Nostalgie pur gefeiert. Das ist zwar einer der jüngsten Major-Turniere, die wir haben, aber da gibt es nur begrenzt Tickets zum Kaufen. Die Leute, die um diesen Park drumherum wohnen, bekommen es umsonst. Es kann schlecht weitergegeben werden, diese Tickets. Also ein riesen Hype um dieses Turnier. Aber ich muss immer wieder sagen, toll, ja. Wenn ich da diese Rhododendron-Pracht sehe, die Magnolien, die blühen und der Platz ist immer zu dem Zeitpunkt aber top in Schuss. Die Greenkeeper dort bereiten den Platz super vor. Ich weiß noch früher, wie vor Jahren, wie wir dann im Fernsehen noch, wo Golf noch im Fernsehen gezeigt worden ist. Ja, heute muss man ja für alles bezahlen. Wo die Greenkeeper dann, wenn ein Divot geschlagen worden ist, kamen sie gleich mit Top-Dressing und haben Farbe drauf geschmiert, dass keine Divots entstehen und. Also ein absoluter top gepflegter Platz. Sehr schön. Die US Masters ist an und für sich ein reines Einladungsturnier, wo Leute über die Rangliste reinkommen. Natürlich, wer das Turnier mal gewonnen hat, darf da mitspielen. In jedem Falle da ist es ein reines Einladungsturnier. Und natürlich eine Open, eine offene ist natürlich, man kann sich bewerben. Ja. Bald wird auch die British Open stattfinden. Ich wollte ja auch unbedingt immer mal hin. Ja. Es können auch Amateure kommen und können das Turnier spielen. Und es geht dann eigentlich mehr oder weniger nur darum, das rauszukriegen, wer der Beste ist in verschiedenen Stadien. Also das heißt, Stage 1 gibt es, Stage 2 und man hat einen Cut. Wenn der Cut erfüllt ist, dann hat man den nächsten Schritt gemacht und dann dementsprechend, wenn man den letzten Schritt gemacht hat, dann ist man bei diesem Turnier dabei. Und ja klar, weil eine 18-Loch-Anlage schafft nur eine gewisse Kapazität und dann muss man vorher schon Vorqualifikationen spielen. Das war übrigens früher bei uns auf allen großen Turnieren und irgendwann fing dann mal an das Ganze mit Tourkarte und. Und da wurde eigentlich im Prinzip die PGA, die USGA wurde relativ groß durch diese Tourkarten, dass man die erspielt erstmal in Vorturnieren wieder, die ausgeschrieben worden sind. Und dann gab es auch diese Weltrangliste Order of Merit. Interessant. Gibt es da so Beschränkungen nach dem Alter,
Wie ist die Entwicklung jetzt? Ist das jünger geworden? Kann man da jeder teilnehmen, der sich als Pro ausgezeichnet? Die Tourkarte kann man sich ganz normal anmelden auch wieder und hat dann auch seine einzelnen Schritte, die einzelnen Turniere, die man durchspielt. Und hat man die Qualifikation, gibt es den nächsten Schein, sage ich jetzt einfach mal, zum nächsten Turnier. Meistens sind die Turniere so Anfang des Jahres, so zwischen Februar, bei uns in Europa ist eher im Süden, in Portugal, Spanien, Wo das Wetter ein bisschen Italien. schöner ist. Und dort werden diese europäischen Tourkarten oder auch in Amerika die US-Tourkarte ausgespielt. Die Amerikaner haben da auch ein südlicheres Feld, ja, und können da auch schon ganz normal Turniere im Januar und Februar starten lassen. Nimmt Bernhard Langer an dem Turnier immer noch teil? Aktuell hat er sich eigentlich letztes Jahr schon aus dem europäischen Turniersektor zurückgezogen mit Warum? der BMW Open. Warum? Er sagt halt eben, er schafft es nicht mehr auf den großen Plätzen mitzuhalten. Er war jetzt die ganze Zeit noch vorne bei den Senioren. Die Senioren haben einen Vorteil, spielen die nicht ihre 72 Löcher, sondern nur 54 Löcher. Also das heißt, sie spielen nur aktiv 3 Tage. Das ist vielleicht schon für die Senioren ein bisschen stressfreier. Und dann hat er natürlich sehr gute Ergebnisse. Er war teilweise Führender der Senioren. Und jetzt hat er gesagt, seine Länge bei den normalen Turnieren reicht nicht mehr aus. Er muss zweimal ein Holz schlagen, um auf ein Paar 4 irgendwo in der Nähe von Paar 4 zu sein. Weil die Bahn so lang ist. Richtig, ja. Und die Plätze werden auch nicht kürzer, sondern die werden natürlich auch immer länger, immer mehr Meter werden rausgeschunden, weil klar, das Material wird besser, ja, die Bälle fliegen weiter. Ich hoffe, dass bald die Ballregel kommt, dass der Ballflug etwas limitiert wird wenigstens, weil das geht ja in Längen, die wir gar nicht mehr begreifen können, wie weit die Tourspieler spielen. Wie Wenn weit? ich da Average sehe von 300 Yards und 350 Yards. Ich mit meinem Dreifache von 240 Meter, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich einer der kürzesten auf der Tour. Sag mal, es gibt nicht nur US PGA Tours, sondern man spricht, oder ich habe es gelesen, über so einen Umbruch im Golf momentan durch die neue Leaf-Golf-Serien, die von Saudi-Arabien finanziert wird. Wie siehst du das? Ist da eine andere Art von Turniere? Gibt es da einen Streit zwischen den beiden? Wie ist es da, wie die Entwicklung ist? Ja, der amerikanische Verband und diese Saudi-Gruppe, ich sage jetzt einfach mal, es sind mehrere Länder, die da Geld gegeben haben, haben natürlich viele Spieler von der US-Tour abgeworben, Millionen Gelder bezahlt, dass sie dann nur noch auf der LIV-Tour spielen. Ja, das waren jetzt in der letzten Zeit war das natürlich ein ganz heißes Thema, dass so ein Jon Rahm oder ein Phil Mickelson abgewandert ist und wirklich dann auf der LIV-Tour spielen. DeChambeau auch. Mir kommen jetzt nicht alle Namen in den Kopf, die einfach sich Millionen auszahlen gelassen haben und dass sie dementsprechend auf der LIV-Tour spielen in den Emiraten. Der berühmte Martin Keimer, der 2000 und sogar mal Führender auf der Weltrangliste war, 2008 war das, glaube ich, oder 2007. Der hat sich abwerben lassen von den Saudis, der spielt da auch die LIV-Tour. Aber die Regeln sind bei den Touren gleich. Die Regeln sind nicht ganz gleich, weil die spielen auch diese 54 Löcher. LIV ist eine lateinische Abkürzung für die Buchstaben 54. Und die spielen halt eben nur 3 Tage. Vielleicht ein bisschen angenehmer, ja. 4 Tage zu spielen ist natürlich schon. Wir haben es jetzt bei der US Open gesehen. Es haben viele Leute geführt 3 Tage und dann war es dann zum Ende nur noch einer und der sich wacker
gehalten hat, am Anfang sogar noch den Flaggenstock getroffen. Der Ball sprang wieder zurück in seine Richtung und der sich wacker dort gezeigt hat und hat nachher sogar mit -1, einem sehr geringen Vorsprung zu den anderen, das Turnier in 4 Tagen gewonnen. Das ist brutal, wenn man so richtig Turniere anschaut. Das ist echt brutal. Das ist zu dir, Golf ist sei für Rentner oder ist es super langweilig, das ist kein Sport? Stimmt's doch überhaupt gar nicht, oder? Loch Nummer 2, Par 3, Professional Average Result. 3 Schläge muss der Profi machen. Handicap bedeutet Schwierigkeitsgrad des einzelnen Loches. Auf den ersten 9 Loch ist an der Bahn Nummer 2 das drittschwerste Loch und auf den zweiten 9 Loch ist die Bahn Nummer 11 das viertschwerste Loch. Auf dem Kurzplatz sind die Entfernungen Damen und Herren gleich lang, 77 Meter. Wie lange brauchst du normalerweise, wenn du ein Loch spielst, bei einem normalen Platz? 18 Loch. Par 3 Löcher sollte man in 10 Minuten spielen, Par 4 Löcher in 15 Minuten und Par 5 Loch maximal 20 Minuten. Ja, wenn wir Blick auf Deutschland richten, unser Land gilt ja leider nicht unbedingt als eine Golfnation. Woran liegt es? Wird was gemacht? Naja, ich sag jetzt einfach mal so, eigentlich Golfnation sind wir schon. Wir haben ja in jedem Dorf einen Minigolfplatz. Ja, Minigolf Stimmt. ist ja an und für sich das gleiche wie Golf, nur Mini. Ja. Und die Regeln sind sogar beinahe identisch, aber ganz grob. Und aber leider diese Hürde, in die Golfclubs reinzugehen, und dort haben die Leute immer ein ganz großes Problem. Und das ist bei uns hier in Deutschland, trotz alledem, dass es, ich glaube, schon 700, 800 Golfplätze gibt, immer diese Schwelle, in so einen Golfclub zu gehen und zu fragen, Entschuldigung, wie kann ich denn anfangen, Golf zu spielen? Ich verstehe es auch nicht wirklich. Golf Absolut, da wo ich jetzt arbeite, macht diese Hemmschwelle eigentlich relativ gering. Aber ich sehe auch, dass ganz schön was bewegt wird. Und wir haben sehr viele Mitglieder in unseren Golfclubs. Aber trotzdem müsste die Masse noch viel mehr sein, die dort einfach mal hinkommen und für günstig Geld einfach mal einen Schnupperkurs machen, einen Aufbaukurs machen. Wer weiß, vielleicht wird das noch. Ja, und vor allem, dass es so spannend ist. Du hast dich persönlich für Integrationssport engagiert, besonders im Golfbereich. Erzähl uns ein bisschen mehr darüber. Was hast du mitgemacht? Welche Projekte, Aktivitäten? Und was bedeutet Inklusion im Golf? Die Inklusion heißt eigentlich alle wir zusammen und sind behinderte Leute, die anfangen, Golf zu spielen, teilweise mit körperlichen Behinderungen, auch teilweise mit geistigen Behinderungen. Und ich denke mal, es ist eine schöne Sache. Der Deutsche Golfverband hat auch die letzten 3 Jahre mitgemacht. Es gibt eigene Golfregeln vom DGV rausgebracht über Inklusion mit den großen Segways, ja, wo die Leute dann keine Beine mehr haben, können dann auch aufs Grün fahren, weil es ja eigentlich verboten ist, mit der Puttlinie und. Also es wird auch so ein bisschen der Weg bereitet von Inklusion. Ja, ich hatte einen Physiotherapeuten kennengelernt und hat mir Trainerstunden genommen und der hat es mit mir zusammen so ein bisschen in die Wege geleitet, vielleicht eher mehr als ich. Ich habe ihn nur als Golflehrer unterstützt und habe ihn halt eben meine Platzreifekurse angeboten und dementsprechend dann halt eben ihm so ein paar Tipps gegeben, was man machen kann und. Also eine wunderschöne Sache und wenn man mal so herzliche Leute, ich sage jetzt einfach mal so, diese behinderten Leute, die ein Handicap haben, um uns herum hatten und lernen die mal kennen, die sind total nett und
man hat einen Riesenspaß mit ihnen und ja, in jedem Fall. Es gibt ja auch immer wieder diese Inklusionsturniere, wo Leute, die behindert und nicht behindert zusammenspielen. Und es ist manchmal interessant, so behinderte Leute. Ich kann mich noch gut entsinnen, es gab einen in Frankfurt, der war blind. Der erblindete aber irgendwann, er hat Golf schon gespielt und hat mehr oder weniger seine Frau jetzt gehabt, die ihn ausgerichtet hat. Und er hat seinen erlernten Golfschwung, den er konnte, einfach abgespielt und spielt nach wie vor auf dem Platz. Sieht zwar nichts, ja, aber wenn man mal dieses Klackern vom Ball im Loch gehört hat, dann weiß man, dass man eingelocht hat. Wie schwer ist es eigentlich, Golf zu lernen? Gibt es da so eine universelle Hürde, an der vielleicht viele am Anfang scheitern? Ich sage immer, Golf ist einer der leichtesten Sportarten, die es gibt. Beim Golf ist eine ganz normale sportliche Bewegung, ja, wie ich sage jetzt mal Laufen, Reiten. Natürlich bedarf es da einer gewissen Balance und. Die sportlichen und koordinativen Fähigkeiten sind natürlich schon wichtig, aber jeder trifft einen Ball in ein paar Minuten, dass der Ball fliegt, dass man dieses Gefühl bekommt, wow, super, der Ball geht weg. Wir jetzt sowieso als Minigolf-Nation, nenne ich sie jetzt einfach mal, putten geht, annähern geht. Und das ist alles kein Thema. Also der Sport ist eher tendenziell leicht. Ich sage jetzt einfach das Drumherum, die ganzen Schläger und. Das ist vielleicht schon ein bisschen komplizierter, aber sollte keine Hindernisse und Hürden dort stehen. Wunderbar. Und was mich persönlich immer interessiert, wie du arbeitest. Wie läuft bei dir dein Unterricht ab? Mein ganz normaler privater Unterricht ist natürlich erstmal Informationen sammeln über den Spieler, was möchte er haben, wo hat er seine Probleme. Oft bespreche ich erstmal am Anfang eine Rundenanalyse. Sind die Abschläge schlecht, die Grünschläge schlecht, ist die Annäherung schlecht, ist das Putten schlecht. Ich versuche mich ein bisschen auf die Leute auch einzustellen. Ich versuche auch gleich durch das Hören, was er sagt, wie er es sagt, sich auf den Charakter einzustellen. Wenn wir dann ein Ziel gefunden haben, dann versuchen wir halt eben mal zu gucken. Ich mache kleine Aufgabenstellungen mit ihm, wenn wir zum Beispiel festgestellt haben, dass er die Abschläge nicht gut kann, dann versuche ich ihm Aufgaben zu stellen. Hier, schlag doch einfach mal 10 Bälle ab und wir gucken mal, was da passiert. Und dann sieht man schon gleich, oh hoppala, die Bälle gehen alle nach rechts weg, ja, oder die Bälle sind zu kurz, die treffen das Ziel nicht, das Gewünschte. Und dann muss man dementsprechend abwägen. Nun, ist es jetzt ein technisches Problem oder ist es einfach nur, dass der Spieler sagt, nein, ich will 250 Meter schlagen, aber der hat gar nicht die Schlägerkopfgeschwindigkeit, um jemals 250 Meter zu schlagen. Und da kann man noch mit besonderen Bällen und besonderen Schlägern kann man auch nichts ausrichten, weil da ist das Limit dann gesetzt. Und das muss man vielleicht mal auch Leuten klar machen. Und, aber in den meisten Fällen ist doch immer das Technische das große Problem. Und das kann man relativ schnell lösen. Wir haben Analysegeräte, Trackman, Launch-Monitore, die dementsprechend den Treffmoment messen, die dementsprechend den Ballflug messen. Und insofern ist das Unterrichten eigentlich relativ einfach, weil wir haben Daten und die können wir besprechen. Über Video kann man Darstellungen machen, man kann jemand zeigen, wo er ist im Treffmoment und. Also das ist alles wesentlich einfacher geworden. Wow, das hört sich sehr innovativ auch an. Ja. Das macht ganz bestimmt Spaß. In jedem Falle. Und man muss halt eben gemeinsam den Weg finden. Die beiden Medien müssen sich auch verstehen irgendwo. Und wenn das passt, dann dementsprechend haben wir ganz schnell unser Ziel erreicht. Vielleicht auch ein Turnier gewonnen und vielleicht auch das Handicap runtergespielt, was der einzelne Spieler gerne hätte. Ich habe Unterrichten besucht, ich habe einige Techniken gelernt, ich habe Platz gespielt. Wann ist der Zeitpunkt, Turniere anfangen zu spielen? Ist da so eine Altersgrenze?
Zum Beispiel ist man viel zu jung, um Turnier zu spielen oder viel zu alt. Na, ich sage jetzt einfach mal keine Altersbegrenzung von 5 Jahren, wo man dann halt eben Kurzplatzturniere spielen kann, bis man Jugendlicher ist, bis man Erwachsener ist irgendwo, gibt es da keine Grenzen. Ich sage jetzt einfach mal so, wenn man eine halbwegs anständige Platzreife gemacht hat und weiß, wie man zu zählen hat, weiß man, wie man über den Platz geht, wo man sich hinzustellen hat, wie schnell das Tempo ist, wann nimmt man den Ball auf, wenn man die Schlagzahl nicht erreicht hat. Und dementsprechend kann man ein Turnier spielen. Ja, gut, ich kenne das natürlich immer wieder. Die Leute sind sehr aufgeregt und auf einmal geht gar nichts mehr. Man vergisst total alles. Mir geht es auch manchmal so. Am nächsten Abschlag habe ich meinen Schwung verloren. Ja. Aber das sind alles so Nebensächlichkeiten. Durch diese Erfahrung, diesen Rhythmus immer wieder Turniere zu spielen, passiert es dann auf einmal nicht mehr. Und wenn jetzt einer von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern Lust bekommt, einmal Golf auszuprobieren, was würdest du als erfahrener Golflehrer empfehlen? Womit muss man anfangen? In jedem Falle muss man gucken, wo der nächstgelegene Golfplatz ist. Ja, man kann natürlich auch weiter rausgucken, Angebote vergleichen, googeln, schauen, wo es Schnupperkurse gibt, Platzreifekurse und einfach mal ausprobieren. Muss man gleich sofort mit einem Unterricht anfangen, in einer Gruppe? Muss man eine Stunde buchen? Muss man vielleicht, keine Ahnung, YouTube-Videos sich anschauen, von den Bekannten sich beraten lassen? Ja, natürlich, man kann sich auch YouTube-Filme angucken, wie Golf funktioniert, wie man einsteigt. Da gibt es garantiert super schöne Tipps. Aber ich würde es immer dann versuchen, auf dem Golfplatz auszuprobieren, live, Gleich ins Unterricht. gleich in den Schnupperkurs. Also, unsere heutige Folge neigt sich zu Ende. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir, Holger, bedanken für das offene und spannende Konversation. Wir haben vielleicht einen neuen Blick auf den Golf euch gegeben und vielleicht hat einen oder anderen von euch Lust, sich mit Golf vertraut zu machen. Danke euch allen fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal in meinem Podcast. Mach's gut.